Einen wunderschönen guten Abend nach Deutschland. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen in die USA. Ja. Guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Ja. Und heute wird es doch alles außergewöhnlich. Alles außergewöhnlich. Und ich finde es auch cool, dass es endlich soweit ist. Ja. Denn wenn man überlegt, wann wir das Tasting geplant haben, Ja. wann jetzt die Umsetzung ist, da ist jetzt Schon ein bisschen Zeit dazwischen. ist schon ein bisschen Zeit Ist ein dazwischen. bisschen Zeit dazwischen. Ja. Aber wir haben es geschafft und wir haben heute tatsächlich 6 verschiedene Abfüllungen von Westward hier am Start. Und es ist alles amerikanischer Single Malt, was ich extrem spannend finde. Wir können mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bevor wir anfangen. Danke, Katja. Danke. Wir gehen immer davon aus, es gibt ja nie Probleme hier bei uns. Ich weiß, das hat damals angefangen mit Corsair. Kennst du Corsair noch? Da waren so 3 in Anzügen, Ja. so 3 Typen auf dem Etikett. Das war so ein Folienetikett. Und Ja. das war amerikanischer Single Malt. Ja. Das war das erste Mal, dass wir damit in Berührung gekommen sind. Ja. Und dann kam Westward noch im alten Design, hatten wir das auch schon auf dem Schirm. Ja. Und dann das neue Design. Und wir hatten mal in einem Blind Tasting vor etlichen Monaten, hatten wir mal das Pinot, glaube ich. Ja. Und kam extrem gut an bei den Leuten. Ja. Und da dachten wir uns, Und da dachten wir uns, das musst du was machen. Ja. Und dann haben wir auf einer Messe in Bremen den Miles kennengelernt. Und es ist ein Unikat, dieser Mensch. Ja. Er steht da, ich beschreibe es mal so, man geht auf so eine B2B-Messe, also für Händler, man geht da so rum und alle sind schon, halt wie man so ist, ne? Und auf einmal steht Miles da, Ja. offenen Haaren, so tätowiert so ein bisschen, ne? Und so komplett lockerer Typ. Und dann dachten wir uns, wow, lass uns mal mit ihm knetschen, vielleicht kriegen wir da irgendwas hin. Und schwuppsdiwupps hat es gepasst. ja. Und ihr, Soll ich weitermachen? Willst du Ja. weitermachen? Wir haben heute keinen Paddy dabei. das wollte ich gerade sagen. Wir haben heute keinen Paddy dabei, Ja. weil Paddy ist im Urlaub. Wir hätten uns natürlich das auch alleine zugetraut, mit dem Miles heute das Tasting zu machen. Ja. Aber der Zufall wollte es so. Wir waren dann in Nürnberg auf der Messe, habt ihr bestimmt mitbekommen. Und wir haben dort einen sehr netten Menschen kennengelernt, der sehr gut fließend Englisch sprechen kann. Ja. Und er hat gesagt, ja, natürlich bin ich dabei, Jungs. Ja. Ist überhaupt kein Problem. Wir sind heute zu viert, heute im Stream. Ja. Und wir haben noch jemanden mitgebracht, der heute Paddy nicht ersetzen wird, aber Ja. anderweitig mit seiner... Einfach es ist immer schön, die Kommentare zu Ja. beobachten, darauf einzusteigen, aber dann verpasst du auch so ein bisschen was vielleicht der Miles erzählt. Ja. Und so dachten wir uns, okay, wir fragen ihn einfach mal. Es war auf der Messe echt wirklich spontan. Es war sehr spontan. Ja, Das war aber extrem spontan. Cool, dass es geklappt hat. Ja. Wir heißen herzlich willkommen. Sebastian. Hallo Sebastian. Servus. Guten Ja, Tag. spontan war es auf jeden Fall. Es war extrem spontan. Das war ja erst vor 3 Tagen. Das ist richtig. Sebastian, Ich erzähl freue mich, mal. hier sein zu dürfen. Wer bist du, was machst du? Wie oft hast du schon Online-Tastings gemacht? Ist es dein erstes Online-Tasting? Und hau mal ein bisschen raus. Stell dich mal vor. Ja, also ich bin der Sebastian. Ich renne mittlerweile auch öfter mal auf Messen rum. Vielleicht kennt mich tatsächlich schon der ein oder andere. Ja, ich spreche tatsächlich mehr oder weniger fließend Englisch. Das brauche ich beruflich. Es ist mein erstes Online-Tasting tatsächlich. Zumindest, wo ich aktiv teilhaben darf. Ja. Ja, was mache ich sonst so? Ich bin mittlerweile zertifizierter Whisky Ambassador, also angeblich weiß ich, über was ich teilweise rede. Ja, ich bin einfach riesen Whisky-Fan, ich bin großer Simple Sample-Fan, deshalb freue ich mich wirklich hier zu sein. Wir haben dich kennengelernt im That's End in Aschaffenburg. Ja. Oder? Ja? Richtig, Da haben wir uns das erste Mal live getroffen. Das stimmt. Schön mit Zigärchen und so weiter. Also du zumindest, ja, das weiß ich auch noch. War auf jeden Fall ein lustiger Abend. Ich glaube, wir sind dann noch weitergegangen. Wir waren nicht nur im Dead's End, wir sind dann auch noch mal... Wir waren dann auch noch im Gully und dann war das schon ein sehr lustiger Abend. Ich weiß auch nicht mehr so viel von dem Abend. Du stehst ja gerne, du stehst oft, glaube ich, auch für Cooper's Choice, Celtic Events hinterm Dresen. Genau. Also wenn ich nicht gerade meinem Hauptjob hinterhergehe, bin ich für den Andy McNeil, sprich Celtic Events am Stand. Und wir haben Cooper's Choice und unsere McNeil's Choice Sachen, also unsere eigenen Whiskys am Start.
Für Cooper's Choice sind wir Generalimporteur für Deutschland. Also alle Cooper's Choice, die so in Deutschland rumkräuchen und fleuchen, sind mal durch unsere Hände gegangen. Ja, und ich liebe diese Whiskys. Ja. Ganz einfach, Ja. weil es keine Ausfälle gibt. Das kann sein, ja. Die machen Spaß, ja. Machen Spaß. Ich kann mich an unseren ersten Friends Day erinnern, an einen großen. Da hatten wir Sweet Apple Smoke? Nee, Apple Smoke, irgendwas im Bunna im Calvados. Der Wunder kann man das. Und der kam so geil an. Ja, ja. Das war schon nicht Gibt's schlecht. leider nicht mehr, aber naja. Gut. Heute sind wir in den USA Heute sind wir in den USA. und wir haben natürlich auch einen Gast direkt aus den USA. Habt ein bisschen Rücksicht, da vorne ist es, dort drüben ist es jetzt 11 Uhr vormittags. Der Junge muss schon trinken. In Oregon, Portland. Ja. And I think we have our main act this evening, Miles. Miles, hi. Yeah. Guten Abend. Hi, hello. So Miles, please introduce yourself. Absolutely, yes. Thank you, Stefan. Very good to be here. I'm Miles Munroe. I'm the master blender for Westward American Single Malt here in Portland, Oregon. We're in the northwest of the States. And, you know, if I could sum up Westward and how we make whiskey in one sentence, I would say we are brewers making whiskey. Our founder, Christian, comes from brewing. Myself as well. I was a professional brewer for many years. We love beer and how beer is made and a lot of the techniques used in brewing, we apply to the whiskey and how we make our spirits. So there's a lot of inspiration and technique used from brewing in how we make our single malt whiskey. So we've got a lot of fun things to dive into tonight. Taking you through a whole lineup and of course a couple specialty tastes as well, a couple special selections. And I'll be talking you through everything. And please, of course, as was said, Sebastian will be sending questions my way from the audience there. Please ask as many questions as you like. I should have the answers as the master blender. I should know the things to say. But yeah, we can keep this fairly informal. But if anyone does have technical questions, I'm happy to answer them. Yeah. But mostly, yes, we'll have some fun and sip some whiskey, yes? Yeah, very good. Very good. Right. Sebastian, willst du das kurz zusammenfassen für die Zuschauer? Also ganz kurz zusammengefasst, fragt so viele Fragen, wie ihr möchtet. Ich werde mein Bestes geben, sie zu übersetzen. Gerne auch technische Fragen. Und ja, Er sagte hofft, noch, dass wir ein paar schöne Whiskys zusammen trinken. ja. Und Westward sind quasi Brauer, die Ja. Whisky machen. Ja. Hat man ja auch im Intro gesehen, als hier aus dem Messbecher schön das Bier, quasi das Urprodukt von Westward getrunken wurde. Ja. Das würde mich auch mal interessieren, wie da so ein Bier schmeckt aus der Distillerie. Can we buy beer from you? We don't package beer, no. But we are using pale ale yeast for our fermentation. So yes, I mean we are making an unhopped pale ale for our wash that we double pot distill. But if people come to the distillery and it's far away for you, but if you do ever make it to Westward, we have people try the beer wash. Yes, right off of the fermenter. It's very good. Yeah, but we don't package any. Cool. Okay. Very cool. Ja. Okay, so what do you think? Should we try the first whiskey, Miles? Should we jump in? Yeah, it is a tasting after all. Yes. So Yeah. let's taste the whiskey. Yes. So, Whisky Nummer 1 seht ihr jetzt. So, before we start with the first one, I have to show something. Because today, ich kann ja Deutsch reden. Sorry. Für die Zuschauer. Heute werden wir natürlich wieder die Großflaschen anbieten.
Weil das hat sich jetzt so eingebürgert. Weil das hat sich jetzt... Das ist jetzt halt so. Ja. Und da sind sie. Und ihr seht, Moment, so ist schöner. Jawohl. Ihr bekommt heute 20% auf alle, bis auf einen. Den gibt es noch gar nicht in Deutschland. Der kommt jetzt aber bald, so in 3, 4, 5 Wochen. Aber die anderen, die wir heute verkosten werden, da ist natürlich auch das Geheimnis jetzt hier mit drin, aber das können sich die meisten eh schon denken, die in der Szene so ein bisschen unterwegs sind. Diese 5 Abfüllungen bekommt ihr heute bei uns mit so einem, ja, ist schon krass. Ja. Ist schon krass. Und gerade beim ersten macht es dann richtig Spaß. Also schaut da ruhig mal rein. Den Link poste ich euch und ich pinne den auch gerne oben an. Und dann... Ja. Ich muss auch sagen, beim Einschenken schon bei dem ersten... Geil. Miles, the first... Take it away, yes. Yes. Our first sample, as the video has shown, was what we call our original single malt. So this is our flagship whiskey right here. 45% ABV. This is really, I think, embodies everything that is Westward. Everything that is how we make whiskey, our philosophy on making whiskey. This is single malt, yes? So, of course, here in the United States, we're known for bourbon, right? A corn whiskey or rye. But for us, being ex-brewers, but also where we are in the Pacific Northwest, above California on the West Coast. This is where most of the barley is grown in the States, right? Very high quality barley is grown here. So we want to use the ingredients that are very close to us. So this is barley that is all grown locally here in the Northwest. So 100% Pacific Northwest grown malted barley. This is a high quality brewer's barley. So a lot of great flavor in this barley already. We are using, as I said before, a yeast that is from beer. It's pale ale yeast. So as you sniff this whiskey and taste the stone fruits, tropical fruits, honey, floral, that's coming from our fermentation. It's a very long fermentation, about 6 days, which for whiskey is a very long time. Yes, 6 days. Most whiskey, are just a day or two. A couple very, very quick hot fermentation. Ours is very low temperature and a very slow process. It makes a lot of good flavors come out of the whiskey. So I think a lot of that is featured here in this. It's double pot distilled, as most single malt is, through 2 pot stills, but aged for about 6 years in new oak. So this is something that's also very unique about Westward. We do not age our single malt in used barrels. You know, most single malt, Scotch, Irish is going to be aged in used barrels, like an ex-bourbon or sherry, port. But we age our whiskey in new charred American oak, just like bourbon. So even though we are not using corn, right, this is, I'll say, brewed like a pale ale, distilled like a Scotch, but aged like a bourbon because it goes into the new oak. So the flavors that you get here, the coconut, vanilla, baking spice is from new oak. But can I quickly interrupt you? Just for a little bit of translation, because I forget everything. Thank you. A lot of info, yes. No worries. So, jetzt auf Deutsch, logisch. Ja. Beim Original ist es so, dass es quasi so die Quintessenz von Westward ist. Das, wofür Westward steht. Quasi ein richtig schöner Überblick. Ein Single Malt Whisky, untypisch für die Staaten, das Ganze mit 45%. Wie wir vorhin schon gehört haben, nördlich von Kalifornien. Miles hat auch gesagt, da wo quasi der größte Teil der Gerste angebaut wird in den USA. Die Hefe ist eine Pale Ale Hefe, also wie beim Bier. Ja. Und durch die Kombination mit der hervorragenden Brauergerste und der Hefe kommen eben die Aromen von Steinfrüchten, exotischen Früchten, Honig zum Beispiel zustande. Ja. Also Ja, ich genau. muss, also Dankeschön. als Einsteiger, da riecht schon fantastisch. Wenn das der Start ist, Wenn das der ich find Start die ist. Nase. Ja. Also richtig schön tropisch, Tropical Fruits, tropische Früchte, richtig geil am Start. Ja, ein bisschen Ananas, das stimmt.
Die Minze ist da. Ich habe auch so ein bisschen Minze. Also so eine frische... Aber die ist nicht unangenehm. Eigentlich mag ich keine Minze in dem Whisky. Das ist nicht so mein Ding, aber hier bindet sich schön mit ein. Die ist nicht aufdringlich, die ist hinten dran. Okay, Miles, and you? Me. Back to me. Yes. Yeah. So yes, if I show the bottle again, there is no age statement. Yeah, we don't put an age statement on our whiskey. We want Westward to be on the younger side, very bright. A lot of the nice fruit notes that you get, we think, are from the whiskey being a bit younger. But as we distill, like I said, we're very careful with the fermentation. A very lengthy fermentation, and then our distillation is also a very careful process. So we want to add good flavor every step of the way, to continue to add good flavor. So even, the new make, as it comes from the still into the barrel, is very, very good. We call it barley eau de vie as a joke. We think it's got a very good quality to it, very delicious flavor. So, for maturation, for aging, is just to kind of perfect that spirit a bit more. So I like to say that Westward is aged to taste. But most of the whiskey that goes into a bottling is about 6 years old. Yeah. Oh, 6 years, okay. Yes. Dann grätsch ich da gleich wieder rein. Westward möchte nicht, dass da ein Age-Statement draufsteht. Sie finden das besser, dass quasi der Whisky für sich steht. In dem Fall, der Original ist aber roundabout 6 Jahre alt. Die Fermentierung und auch die Destillation bei Westward ist ein sehr, sehr vorsichtiger Prozess. Also sie überreizen das alles nicht. Obwohl sie 6 Tage fermentieren im Vergleich zu vielen anderen, was schon sehr lang ist bei einem Whisky. Ja. Also ich finde auch die Nase Macht alles auch gut auf. Ja. Also ich hatte es jetzt schon ein bisschen eingeschenkt. Also was heißt bisschen? 20 Minuten? Ja, der Miles hat auch gesagt, ihr könnt ruhig vorher einschenken. Das ist nicht unbedingt nötig, aber man kann es tun. Schenkt ruhig schon mal ein. Ich habe jetzt zumindest bis zur Pause eingeschenkt. Ja. Und haut unbedingt in die Tasten, haut ein paar Notes raus und Fragen und so weiter. Ihr habt heute ist er da. Heute ist er da. Heute habt ihr die Möglichkeit. Und ich würde sagen, Cheers. Cheers, Miles. Was weißt du? Cheers. Cheers. Slange. Prost. Ja, genau. So, yes, that is original, our flagship. It's, I think, got a lot of good single malt flavor to it, but I think also, remnants of beer, those nice fruit notes, I think are good that, you can get from like a nice craft pale ale, as well. Yes. Schmeckt das auch, ne? Yeah, yes. It tastes Brewers like making whiskey. an IPA. Yeah. Very good. Wow. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es noch besser wird. And the casks are only new American oak. Bourbon glass. Yes. Yeah. Yes, Fresh. 100% charred new American oak, like a bourbon would be aged. And chart level? Char level 2. 2. Yeah, so about a medium char. The wood is air cured. It's left outside to cure for about 18 months, and we do a heavy toast and then a medium char for the wood. So yeah, a nice, as you can see, a very rich color, for the whiskey. That's all from the barrel. We don't add any coloring. That's all from those new barrels, which of course a barrel that is new, never been used before, has a lot of color to give from the char. Nice kind of roasty notes as well. Vanilla, toffee, caramel. A lot of that's coming from the barrel, but from the barley as well. Wow. Also ich muss sagen, also was macht du hast mal. Nee, ich wollte nur gerade auf die eine Frage eingehen. Wenn ich es richtig im Kopf hatte oder richtig mitgehört habe, ist Westward 20 Jahre alt. Right? 20 years since your founding. Yes. Okay, we're next year will be 20 years. 20 Awesome. years. Okay, so of course we have
we had prohibition in the States, yes. And it devastated the distilling industry, of course. But, when Westward was started in 2004, we had, I think, maybe 36 craft distilleries in the whole country. Now we have, I think, 2,300 and counting. It's been a huge growth in craft distillation, which is good because we're now just at the same number of distilleries we had before Prohibition. So it took almost 100 years for us to get back to where we were. Okay. The history there. Also, als WESTWARD gegründet wurde 2004, gab es 46 Craft-Distillen. Mittlerweile sind sie wieder auf einem Level in den Staaten von weit über 2000, was einem Stand von vorher der Prohibition entspricht. Und 100 Jahre, um das wieder aufzubauen, war eine lange Zeit. Aber es hat sich gelohnt. Und es hat geklappt, ne? Also ich muss jetzt auch mal sagen, also dieses IPA, Es ist krass. es kommt durch, Es kommt wirklich durch. aber so angenehm, Ja. das könntest du auch als IPA-Finish verkaufen. Ja, Ja. würdest du auch glauben. Ja. Und das ist wirklich New American Oak Charged. Also Level 2 ist auch nicht so hoch. Nö, ist schon Ist okay. Ja. Und krass. was kostet die Flasche? 64,90 UVP. UVP, heute Und Abend ein bisschen günstiger. bei uns ein bisschen Ne? günstiger, ja. So 51,92 € heute. Thema beendet. Thema beendet. Flasche kaufen, ja. So. Nee, aber PLV ist sehr gut. Wahnsinn. So Ollie said you can sell it as an IPA finish and the people will believe it. It's great. I love that. So a question from Philip. Would be interesting to taste this new make fermented with the IPA yeast. New make. Yes. So, we are always experimenting with how we make the whiskey. And, being ex-brewers, we've used quite a few different beer yeasts for fermentation. We have used IPA yeast. We've used Hefe yeast. We've used several different kind of Scottish ale yeasts. We did actually something that we will taste later on here today in this tasting. We'll have a different beer yeast for fermentation, and you'll taste a very big difference. So yes, we're always experimenting with that. Okay, great. Sebastian? Ja, große Experimentierfreude bei WESTWARD mit den verschiedensten Arten von Hefe. Scotch Ale Hefe. Da weiß ich dann nicht genau, was es gewesen ist. Die Hefe Yeast, also Hefe an sich. Eben diese IPA Hefe. Und das Ganze werden wir wohl heute dann noch im Verlauf des Abends sehen und schmecken, was das für Unterschiede macht in Whisky am Ende. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, was, wenn du, das achtest du am Anfang nicht. Nee. Wenn du anfängst Whisky zu trinken, das spielt es überhaupt keine Rolle für dich, weil du sagst, okay, es ist ein Sherryfass, es ist ein Bourbonfass. So, und dann jetzt bist du so weit, dass du sagst, oh, ich bin mal auf die Hefe gespannt und die Fermentation, das war mindestens jetzt 3 Tage, nicht 2 oder so. Ne? Also man ist schon sehr nerdy jetzt hier geworden. Ja. Ich will den Whisky Nummer 1 abschließen. Ja. Mega. Ich hätte nur noch eine Frage an Miles. Ja, warte, ich sag nur, Ja, also kannst du dann weitermachen. Also ich finde ihn mega. Ja. Und ich werde, also jetzt hört sich so blöd an, gell? Aber ich werde mir davon eine Flasche sichern. Ja. Die stehe ich mir zu Hause hin. Das Gut, ist, ne? ja, wirklich, abends beim Grillerchen, schön vorher, so, also top. Man kann die Leute damit auf jeden Fall überraschen. Also wenn du da zu Hause jemanden zu Gast hast und derjenige sagt so, oh, ich trinke nur Scotch und schenkst den ein, derjenige wird Ja, mehr als nur überzeugt sein. auf jeden Fall. So, Steffen. So Miles, I have a little question for you. Yes. From me, it's a question from me. How much people does work in your distillery? How many? How many Yes. people? So we have I think now 7 distillers. Okay.
Yeah, which, you know, so I've been with the company for 10 years. Yeah. And when I started, I was the only distiller, just me. But now we have, now we have 7 distillers, which they do both, of course, making the beer wash and the distillation. Everyone does everything. So, yeah, just seven distillers these days. We have, of course, you know, our bottling packaging line as well. A few more people there. I think company-wide, probably we're maybe 50 people total, but just 7 of us making the whiskey. Okay. Okay, it's many. Yeah. Okay. These days, I'm doing more of talks and traveling and bringing the whiskey out to the world. I'm not so much doing much of the distilling, but I'm still the master blender. So, and I've got 3 people on my blending team, and we will sit down and, you know, taste through everything and come up with all the blends for the bottling. It's a very tough job. But you make a good job for the first time. The first whiskey. Yeah. It's great. Wonderful. Definitely. No, it's not a tough job. It's an amazing job. It's great to drink whiskey. Yeah. Even at 11 a.m. So Yes, Stefan, you asked me yesterday for when we were doing a test run. Okay, you know, it's 11 a.m. for you. Is that okay? And this is my job. no problem. It's the best time for drinking whiskey. So It's like on a whiskey fair. yeah. That's right. Well, What should do we Yeah. try our second sample? Yes. Let's have a look. What's the second sample? Yes. Sample number 2. Miles, let's go. Let's go. Let's go. Okay. This is Pinot Noir cask, Westward Whiskey Pinot Noir cask. So with single malt, you find many wine finishes like a sherry, port, Madeira, a wine or fortified wine finishes. For us, we have our own wine region, AVA, very close to the distillery, where very, very nice Pinot Noirs are made. World-class Pinot Noirs. And so, you know, we like to say that Westward is a whiskey that has a sense of place, that speaks of its origins. We are using, you know, locally grown malted barley. And so instead of trying to get wine casks that are from very far away, we use a wine region which is just 45 minutes south of the distillery. So this is Pinot cask. Sebastian, I'm not sure if I'm throwing too much information out yet. If you want to jump in, or I can keep going. If we just keep it, if you say some sentences and a couple of infos, and then I can just translate it. Okay. Ja, Westward Pinot Noir Cask. Westward möchte quasi oder legt sehr viel Wert drauf auf die Regionalität, auf die Herkunft der Sachen. Wir haben ja schon gehört, dass die Gerste quasi lokal ist, also direkt quasi vor der Haustür von Westward wächst. Selbes gilt für diesen Pinot Noir, der kommt aus einem Weinanbaugebiet 45 Kilometer oder 45 Meilen von der Distillery weg. Also alles sehr, sehr lokal, alles sehr, sehr nah beieinander. Ja. Der riecht aber auch toll, ey. Ja. Also die Nase ist. Das ist der, den wir in dem Blind Tasting mal hatten. Yeah. So, Miles, we have this whiskey for a couple of months in a blind tasting. So we've made many blind tastings live online, and we have this whiskey in the range with 5 other Scotch whiskies. And war das der Sieger? I think One of the favorites. one of the favorites from the audience
even with 5 other Scotch whiskies or 4 other Scotch whiskies, was Pinot Noir, Westward. Yes. Great stuff. That's amazing. That's wonderful to hear. Yeah, I think using local winemakers' barrels, again, kind of speaks to an Oregon terroir. Yeah, because these winemakers are so close, very close to the distillery. These barrels, distillers use the term wet fill, meaning these barrels are still wet with the wine. The Pinot Noir is still very much soaked into these staves because we get these barrels the day that they're emptied. These are freshly emptied barrels, so still a lot of nice wine, Pinot Noir soaked into those wood staves. Sebastian, bevor wir trinken. Ich habe gerade die Tasting Notes gelesen, war gerade ein bisschen abgelenkt. Dementsprechend muss ich mich gerade leider entschuldigen. Aber ich finde die Whisky. auf jeden Fall. Nee, also die Tasting Notes vom Jo sind, finde ich, sehr, sehr passend. Ja, hast du recht, dieser leicht muffige Antritt, dadurch riecht er älter, als er ist wahrscheinlich. Ne? Also der hat schon eine gewisse Tiefe. Riecht ein bisschen schwerer gesetzt, doch nicht so frisch, spritzig, jung. Er riecht schon erwachsen. Riecht gut. Riecht sehr gut. Also ich finde ja so Weinfinish ist immer schwierig, aber hier muss ich sagen, sehr, sehr gut. So, Miles, how long was the finish? So this is, I would say, more of a secondary maturation than a finish because it's an entire year in that Pinot barrel. Yeah, so 5 years of, new charred American oak, and then 1 year into these Pinot barrels, which are French oak. This is Quercus robur, French oak. So now we have a new element of oak to this whiskey as well. American oak, more the vanilla, coconut, coffee notes, whereas the French oak is a bit drier, earthy, herbaceous, a little more spice, and I think you get a drier finish in the Pinot cask from that wood, from that oak. Okay. Diesmal habe ich aufgepasst. Ja. Er hat gesagt, das Finish war quasi eher, also fast schon eine zweite Reifung. Es war nämlich 1 Jahr lang in diesem Pinot Noir Cask. Was ich persönlich sehr, sehr schön finde, wenn die Finishes nicht nur ein paar Wochen sind, sondern man sich tatsächlich mal Zeit lässt. Zusätzlich zu dem Pinot Noir hat das ist das Fass aus französischer Eiche, was dem Ganzen typischerweise eher erdige Töne gibt, ein bisschen mehr Spices, also ein bisschen mehr Gewürze, und das Ganze eher ein bisschen trocken macht vom Geschmack und vom Abgang. Okay, wollen wir probieren? Ja, auf jeden Fall. Cheers. Auf jeden Fall. Cheers. Cheers. Yes, so a local take, an Oregon version of a wine finish for a single malt. Wow. Yeah. It's really, really good. Thank you. Yeah. Also at 45%. Yeah. Diese Fruchtgumminoten hinten raus jetzt. Die Weingummis sind extrem. Das ist Wahnsinn. Weingummi. Boah. Ja, hier Das steht ist auch wie wenn du so eine Tüte Weingummi aufreißt und reinriechst. Ja. Klasse. Was willst du da sagen? Was willst du da sagen? Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Was willst du da sagen? Ja. Gibt es jemanden, der sagt, geht gar nicht? Ja. Da kann ich mir auch fast gar nicht vorstellen, weil ich finde es... Das ist extrem gut und ich finde, du hast auch, wenn du den ersten jetzt getrunken hast und trinkst ihn, du hast irgendwo einen Charakter, Ja. aber du merkst auch definitiv dieses Fass. Also dieses eine Jahr, wie Sebastian gesagt hat, ist schön, wenn es nicht nur mal 2-3 Monate oder 6 sind, sondern wirklich mal ein ganzes Jahr und merkst du hier voll. Very, 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 very good. Damn. Good question. Yeah. Yes.
Which winery? So yes, absolutely, we can talk about it. It's there's probably 5 different producers, wineries that I work with. They're all fairly small, so not very well known. I think outside of the Northwest, but I like to work with the smaller producer because I can get fresh barrels from them a lot more reliably. And so Bergstrom is one. They're an excellent Pinot Noir maker. They've been in the Willamette Valley, the wine region, for many decades. I think they're 3 generations now. But Dominio 4 is another one. Suzor Wines, Remy Wines, and another called Bodecker. They all make excellent Pinot Noirs. But yeah, they're very small wineries. I prefer to, as I said, work with a smaller winery. We can have more of a relationship with the smaller winery, more of an actual collaboration. And I'm a member of many of their wine clubs as well. It's less about the actual flavor of the Pinot Noir and more about their vision, how they like to make wine, their style, and that vision can align with our vision as well. I think that's the most important part. Also er arbeitet sehr gerne oder lieber mit den kleineren Weingütern zusammen, weil man mit diesen einfach eine schönere Zusammenarbeit haben kann, im Sinne von, man kann die gleichen Visionen teilen, man kann Wert drauf legen, wie der Wein hergestellt ist. Ja, er ist auch Teil in den meisten Weinclubs der Weingüter. Ich habe mir jetzt nur leider die Namen nicht alle merken können. Alles gut. Ja, aber also definitiv, wir sollten ein paar Weine von dort organisieren. Ja, also, we need some wines from you. Yes, I'll bring some wines next time to Bremen, yes? yeah. Very good. So, really Well, great. Really great. Good, thank you. Yes, This comment? Were there more questions? So. Also, questions. Can you tell, er soll uns nochmal die Weingüter sagen. Können wir mal direkt aufschreiben. Can you repeat, please, the wineries? Wineries. Yes, Winery. of course. Yes, Bergstrom. Dominio 4. Also Suzor Wines. There is Remy Wines, R-E-M-Y, Remy, and a Bodecker. I think about we can in the future wonderful pairing taste here from whiskey and Yes. wine. Absolutely. That's I my think that's idea. a wonderful idea. Yes. Yeah, Yes. We actually just on Monday, was that yesterday? No, Monday. We have a Tempranillo finish, the Tempranillo wine, which is also from Dominio 4, one of the wineries we work with. We do a Tempranillo cask with them, which we sent to Australia to a whiskey club there, and they just they submitted it to the International Wine and Spirits competition, and the Tempranillo won Gold Outstanding, one of just 4 American whiskeys to win got 98 out of 100 points, and so we are going to send some of that wine to the whiskey club so they can taste the wine with the whiskey now that it's this gold medal winning whiskey. So I would love to send or bring with me some Pinot Noir, and we can taste alongside. I think that was a great idea. This is Lucas. Lucas is a German brand ambassador from the Starboard Distillery. Oh, fantastic! Yes. Oh, cheers! Yes. Cheers. Fantastic. Oh, that's amazing. Ja, auf jeden Fall haben die Jungs von WESTWARD ein Fass Tempranillo Finish
Single Malt nach Australien geschickt, den sie am Montag scheinbar aus dem Fass geholt haben. Und die Jungs in Australien haben das Ganze ihr müsst mir kurz helfen, wie heißt die Jury? Ich weiß es, ja. Wir wissen, was du meinst. International Spirits Somewhat. Genau. Und hat Gold Outstanding als Auszeichnung bekommen, als einer von nur einer Handvoll amerikanischen Whiskys überhaupt. Also wirklich großartiger Stoff. 98 von 100 Punkten, hat er gesagt. 98 von 100 Punkten? Ist ja schon fast Bullseye. Ja, schon fast Bullseye, ja. Nicht mehr viel Luft übrig. Ja, das stimmt. Ja. Eine Frage noch, bevor wir zum nächsten kommen. Das passt jetzt noch ganz gut in die Thematik. Sebastian, vielleicht kannst du es stellen. Which other wines is there in the region of where Westward is? Yeah. So the latitude of the wine region is the same as Burgundy, France. So Chardonnay and Pinot Noir are mostly what's planted, just because of similar climates and growing conditions. But I'll say that, so sorry, Sebastian, I'll try to give you as little information as possible to translate here. But Oregon, so in Portland, we are in a valley between two mountain ranges. When you get to the mountain ranges to our east, over that range is all very high desert, and it's very sunny. Whereas in Portland, we get lots of rain and it's cloudy. But on the eastern slopes of the mountains, it's very sunny. So that's where they grow, a lot of Tempranillo. They can grow Cabernet Sauvignon as well because of the climate. So, mostly Chardonnay and Pinot Noir, but some really nice, heavier, more sun-loving grapes are grown on the eastern slopes of the Cascades. But Oregon has a lot of different wine regions because we have very different climates. Very much to the south, you get almost to California. It's called the Rogue River Valley, and there's over 68 varieties of grapes grown there. Many grapes. But so I hope that wasn't too much. I hope I get that. Da die Weinregion, in der Westward liegt, quasi die ähnliche klimatische Bedingungen hat wie in Frankreich, wird hauptsächlich Pinot Noir und Chardonnay angebaut. Auf der Ostseite der Gebirgskette findet man aber auch eben den Tempranillo und what was it? Sauvignon, right? On the east side. Yes, Tempranillo, yes. Cabernet Sauvignon. Ja, also auf der Ostseite Cabernet Sauvignon und Tempranillo. Und in Richtung Süden, wenn es dann eben Richtung Kalifornien geht, gibt es über 60 Sorten Trauben, die dort angebaut werden. Ja, ist krass. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Okay. So, let's go to the... Two whiskies. One is We're better than the other. we're writing your notes, yes, for us and the game at the end. Very difficult. Okay, we can start with number 3. Number 3. Let's go to number 3, and das ist er. That. So, Miles, one Yes. question. These 3 now, is this your core range? Yes, it is. Okay. Yes. So let's talk about the stout cask finish. Stout cask. Yes. Our third sample now. Great. The stout cask. So, as mentioned before, we're brewers making whiskey. We love beer. Portland has, I think, somewhere around maybe 80 breweries just in the metro area alone. Many breweries here. I think we are the brewing capital of the United States. Oh, wow. Yes, many breweries. And, again, because of so much great grain that is grown here,
but also just about an hour north of Portland is the Yakima Valley, where most of the hops are grown, also in the country. So yeah, very, very much a beer making region. And what we have here is our tribute to our past of being brewers, and to the future of whiskey, really. This is Westward that is aged for 5 years in New Oak, and then 1 year in a barrel that is held stout beer. Yes. So, Sebastian, I'll let you go ahead, and then I'll Awesome. give a few Thanks. details. But I see I need to do some brain jogging stuff. Ja, also in dem Fall mit dem Stout Cask ist das Ganze eben eine Anekdote an die Vergangenheit, da die Westward-Jungs ja quasi aus dem Brauereibusiness kommen. In der ganzen Region gibt es über 80 Brauereien, also eine ganze Menge. Und auch die es wird Zutat entfallen. Der Hopfen, jetzt. Schlimm, wenn einem die deutschen Worte fehlen. Der Hopfen ist auch eben regional dort angebaut. Ich glaube, eine Stunde von den Jungs weg. Also auch wieder sehr, sehr regional gedacht und eben denken sie auch an die Vergangenheit, wo sie herkommen. Und genau, und auch hier wieder 1 Jahr Finish. Bei einem 6 Jahre alten Traum. Whisky ist das schon. Und 1 Jahr in einem Stout Cask ist schon. Man muss sagen, zum Beispiel, ich bin so einer, mir schmeckt ein Stout-Bier nicht so gut. Ich bin kein Stout-Fan. Ja, aber ich mag es als Finish im Whisky unheimlich. Passt sehr gut dazu. Ja, weil es geile Noten reinbringt, weil das, das. So, Miles, I want you to show a comment. I don't want to show you, No. but I have to show it. Very quick, most of the beers are better than no. No, you're out. Just oh no. Oh, Markus boy. Fuchs says, leave the channel. Well, it's, yes, of course, there's very different beers being made here, yeah, and you do see craft brewing. I think now we have with craft distillation, we're attempting, we're trying new things. We're getting flavor from different techniques. We're also borrowing, ideas and techniques from different industries, such as, taking from beer to whiskey, right? So this is, what I'm doing is, after aging whiskey in my charred new oak barrels, we give the barrels to brewers here. They age stout in the barrels, and then I get the barrels back. So that one barrel has been westward, and then stout, and then westward again. And again, because these are very close to us, these are, as we say again, wet fill barrels. The brewers do not rinse these barrels or steam them. There's still this layer of stout inside that barrel. And so the nice, chocolate roast grain notes that you would get from a stout are picked up in the whiskey and really highlighted. Yeah. Da war jetzt viel Information drin, die mich richtig glücklich macht. Ja, tatsächlich was ich sehr, sehr schön finde. Die Westward-Jungs nehmen ihre Fässer, in denen sie ihren Whisky gereift haben, geben die weiter an die Brauereien, wo eben dann das Stout in dieses Fass reinkommt. Also sie haben dort auch dann Stout mit quasi Whisky Cask Finish oder Whisky Cask Maturation. Und nachdem das Stout dann eben rauskommt, gehen die Fässer dann wieder zurück zu Westward und dort wird dann der Whisky eben mit dem, in dem Fall Stout Cask gefinished. Das Ganze läuft in einem Wet Cask Finish Verfahren ab. Sprich, die Fässer werden zwar ausgeleert, aber sie sind nicht vollständig getrocknet. Also sie sind noch, ich sag mal, feucht. Aber es ist zum Glück kein nasses Fass gewesen. Das wird man sonst, glaube ich, echt sehen. Aber schön, aber man muss an der Stelle sagen, das sagt nicht jeder. Und es steht dem Whisky unheimlich gut. Ja. Der ist nicht vom Fass erschlagen. Ja. Also das ist,
Ich finde hier, also wie Joe, auch wie Joe ist heute echt gut dabei. Also es wird auch wirklich richtig tropische Früchte. Ich finde den hier noch süßer als den ersten. Der hat so richtig, ne, diese Ananas-reife Früchte, Milchschokolade, Katja auf jeden Fall. Und aber auch dieses Stout. Also wenn du was nicht magst, riechst du es raus. Aber in dem Fall ist es positiv. Ich rieche das Stout raus. Mein Kopf sagt nicht trinken, aber es ist ja Whisky. Also von daher. Ich habe jetzt, wenn ich es nicht wüsste, würde ich keinen Stout riechen. Ich persönlich. Ja. Ich rieche einfach nur einen richtig geilen, schönen tropische Früchte. Tief. Der riecht cremig. Ich erwarte gleich im Mund eine richtig schöne Viskosität. Der ist richtig dickflüssig. Erwarte ich den jetzt. Okay, dann lass uns probieren. Ja. Cheers. So. Cheers. Cheers. So, where I think with the Pinot cask, there is more highlighting of the fruits and the earthy, herbaceous grassiness of Westward. With the stout, is highlighted the chocolates and the roast, the grain, the sweet. What the fuck is this? Oh. Auch bitte eine Flasche. Heilige Wunder. Wow. Also ich bin absolut kein großer Fan von Bierfinishes, weil die meisten versauen es einfach. Und das ist ganz großes Kino. Quickly in English, I'm not a big fan of beer cask finishes, but this one is exceptionally good. I have so viel tiefes oder dunkles Karamell im Mund, so richtig cremig, Vollmund, Wahnsinn. Und ich finde den Abgang, diesen Nachgeschmack, diese Pfirsiche, den Maracuja, die da hinten reinschiebt. Ey. Und wir reden immer noch über 46%. 46%. Wir sind noch in einer Standard-Prozentanzahl und er kriegt so viel mit. Ich finde den unheimlich geil. I need one bottle and I need a stout. That's... Oh, together, yes. Verdammt. Das ist wirklich, also... Puh. So eine Flasche, hast du noch mal so ein paar Schokonoten mehr? Weil die ist All schon our bottles are empty, I'm sorry. Oh no! It's only your samples. Oh, that's fantastic. Great stuff, really. Man. It's match 100% with my favorite taste. It's Really amazing. wonderful. If you give this one to the jury, it will be 100 out of 100. And it's it's a core range. It's the core range. Yeah. What the fuck? Yes, these are the core range. You can, if you can find one, you can find the others. They're always together. Yeah. Very nice. Yeah, and there is a little more pepper and spice and oak to this. Yeah. We do, it's slightly higher in ABV at 46%. I think it drinks a little better at 46. I think it cuts a little more of the sweetness and kind of really balances that out nicely. Yeah. Ja. Also, Sebastian, das kriege ich jetzt mit meinem Schulenglisch nicht ganz zusammen. Kannst du ihn mal fragen, ob es auch bei ihm im Ort, also bei ihm im Umkreis auch dieses Westward-Fieber gibt, dass alle Westward trinken, weil du hast es ja oft, dass irgendwo eine Brennerei ist und die exportiert zwar wie wahnsinnig, aber im Ort selber oder sagen wir mal in einem größeren Umkreis sagen alle so, naja, kenne ich gar nicht. Ist mehr international oder mehr regional auch unterwegs? The question is there something like a Westward hype in your region, in your city, in your very local area, or is it like everybody in the world knows now Westward and everybody's hyping it and liking it, and at home it's like we don't like them really? No, Portland is very supportive. Yeah, we have a very good support here because I think there are many makers in Portland, many breweries. There's also many distilleries, wineries, and we are very supportive of anyone making
creating here in Portland, and we're all very collaborative. We like to work together, and so no, it's a very good support, and yeah, we've got a good following here in our home market. Absolutely. So also from the customers. Pardon? Also from the customers. Yes, absolutely. Yeah, I think people have a lot of pride in a local whiskey. That's now, I think, we're in about 40 countries. So yeah, they're very supportive of that. Absolutely. Yeah. Also es ist so, wie man es sich wünschen soll. Untereinander ist viel Hilfe und viel Unterstützung da, von Westward zu anderen oder auch andersrum, zu den anderen Brauereien, zu anderen Distillern. Also ein schöner Zusammenhalt untereinander, aber es ist wohl eben auch eine ordentliche Fanbase da, weil die Leute einfach stolz drauf sind, dass es von dort kommt. Okay. Boah, ein Nachklang. Unfassbar. Another question from Gockel Earl Whiskey Stout. Yeah, you can read it. Yes. English. Yeah, well, so because there are so many breweries here, we've worked with probably 40 or 45 different breweries. They're always looking for whiskey barrels, but I would say probably the largest is Deschutes Brewing. Pretty classic craft brewery here. Been around for about 40 years, and they age their beer. Their biggest release, called the Abyss, is all aged in Westward barrels. Yes. So yeah, there's quite a bit of Westward finished stout here in the U.S. Yeah, absolutely. But something else that we like to do as ex-brewers is we have brewers come to the distillery and we will turn one of their beers into whiskey. We will make it with them. We'll get all of the specialty grains. We'll use the same yeast strain that they use. We've made whiskey from stout, from a wit beer. We've made from pale ale, red ale, many different styles of beer. We'll have the brewers come to us and we make their beer and then double pot distill it and age it and turn it into whiskey. So there is a stout version of Westward as well. Yeah. Wow. So just for me again, the biggest. What was the biggest brewery? Deschutes. Okay. Die größte von den circa 40 Brauereien, mit denen Westward zusammenarbeitet, ist die Deschutes Brewery. Und es ist eine ganze Menge, 40. Und es ist eben auch so, dass viele von den Brauereien einfach gerne diese Whiskyfässer hätten und daher die schöne Zusammenarbeit. Und der Standard von dieser Deschutes Brewery ist wohl vollgereift in Westward-Fässern, was ich persönlich dann natürlich auch sehr, sehr nice finde. Ja. Und dadurch, dass die Westward-Jungs alle Ex-Brauer sind, laden sie auch gerne die ganzen lokalen Brauer ein. Die Brauereijungs kommen vorbei und Westward destilliert Whisky aus den Bieren, also sprich Stout, Witbier, Pale Ale, Red Ale, so alles, was man sich vorstellen kann, machen die Jungs dann einfach zu einem Whisky. Impressive. Das very, yeah. Also du stellst dir die 1 ins Regal, ich stelle mir die 3, aber sowas von. Also noch haben wir ja alle Flaschen hier. Kann ich euch am Freitag, je nachdem wie schnell, ich sag mal Montag, zeige ich euch Beweisbild, das Ding steht bei mir zu Hause, die 3. Ja. Die hat mich heute sowas von abgeholt, das hatte ich lange nicht mehr. Das hatte ich wirklich lange nicht mehr. Echt gut. Hammer. Lass uns doch ein Päuschen machen. Ein kleines Päuschen machen von 7 Minuten, damit ich mal schauen kann im Lager, ob tatsächlich noch so viele Flaschen da sind. Ja. Und ich wurde ja schon beschwert, dass das schon auf geringer Lagerbestand steht heute. Ja, kann sein. Also es ist tatsächlich nicht so viel da, aber ich glaube, 1 der Flaschen fallen auch für uns ab. Nee, das sollte reichen. Und wir gucken einfach mal weiter. Ja.
Miles, so let's have a little break of 7 minutes. Exactly 7 minutes. German 7 minutes. German 7 minutes because 7 That's minutes. 6:59. 7 minutes is the perfect time to go on toilet, to have a smoke, anything like that. So let's have a break of 7 minutes and then we will be back. The final. Yeah. Okay. So 7 minutes. Terrific. bis gleich. See ya.
So, da sind wir wieder. Ja. Bevor wir weitermachen, ganz schnell, Ja. nur noch mal für euch, die es jetzt noch nicht gesehen haben, also es ist ja noch nicht offiziell, ist ja noch gar kein Newsletter raus. Ja. Aber wir machen seit langer Zeit mal wieder bei uns im Ort ein lokales Tasting, also ein echtes. So richtig echt. So So mit richtig, anfassen. mit echten Menschen. Ihr könnt uns gerne alle knuddeln. Ja. Wir sind da. Ja. Wir machen am 6. Mai, also wir haben noch Zeit. Ja. Das ist ein Samstag. Ja. Um 19 Uhr ein Tasting bei uns vor Ort. Ja. Friends Day ist es nicht richtig. Nein, es ist ein Tasting. Es ist ein Tasting, aber es wird ein bisschen anders als ein Tasting. Ja. Das Wir war haben, richtig cool. Es war richtig gut. Wir haben sehr, sehr viel im Ausschank. Und, Was war- und wir haben uns jetzt eben in der Pause kurz darüber unterhalten. Darauf sind wir dann gekommen. Es muss definitiv an dem Abend auch dann. Westward dastehen. Ja. Ob es danach, davor ist, wie auch immer, das Line-Up steht schon so ein bisschen fest. Westward gehört da einfach mit rein. Ja. Muss ich einfach so sagen. Ja. Wenn es der Starter ist, Ja. wenn es irgendwie was ist. Also wer da Bock hat, kommt. Gerne. Es ist limitiert auf 24 Plätze. Also bevor wir lokal hier Werbung machen, da wird das ganz schnell, die Plätze werden voll werden. Aber wir wollen es ja erstmal hier in der Community und wer da halt Bock hat, kommt vorbei. Und wer am Freitag schon anreisen sollte, wir machen natürlich auch gerne ein Meet and Greet. Wir haben da eine echt geile Location bei uns, die wir benutzen können, wie wir das möchten. Ja. Und da können wir auch vorher den Abend, können wir es krachen lassen. Ja. Okay, so, let's go on. I think, yeah, number 4. What is number 4? Yes, more whiskey. Let's have a quick look at number 4. Yeah. So we leave Yes. the core range. One moment. Let's Ah. show the bottle. Great. Yes, we have left the core range. Yeah. We are now into a specialty. Yeah. This is the Westward Whiskey Belgian Ardennes. Wow. The label. The label. The label. Look. The label costs $10 here. Yes. Yes. It's Okay. But actually, I really like the bottles. They're beautiful. Ich mag die Flaschen sehr, sie sind sehr hübsch. Thank you. So, someone asked before about a different fermentation, a different yeast strain, and this is using a farmhouse ale from the Ardennes forest. So this is a pretty unique yeast strain that is used for farmhouse ale style beers. And there was a brewer here in Portland making an Ardennes farmhouse ale that I was at the brewery drinking his beer, loving this, going back every day, having another beer of the same Ardennes farmhouse. And finally I told him, I need this yeast, please give me some. And so we made Westward with Ardennes farmhouse ale yeast. So this is, everything else is the same grain, same time for fermentation, double pot distilled, also aged in new oak. Everything the same except different yeast. Okay, Chris. Okay. Ja, also hier haben wir jetzt passend zu einer Frage, die schon vorher kam, bezüglich der Hefen, eine Hefe, die für ein Ardennes Farmhouse Bier genutzt wird, von dem ich tatsächlich noch nie was gehört habe. Das klingt aber sehr lecker. Genau, und diese spezielle Hefe wurde eben hier verwendet, und aber die Zeit, in der fermentiert wurde, ist dieselbe wie vorher auch. Sehr cool. 6 Tage? Ich finde es immer noch unglaublich lang. Krass. Miles, another question, but I think it match better to the number 3. I would like to taste those beers beside the whiskeys you made of it. Is this possible? Can we buy it in Germany? Well, no.
Of course not. Well, no. That means you have to send it to us. Yeah. Yeah, absolutely. You know, this is the brewery's culmination. They're very small. They're very close to the distillery, very, very close. So that's usually where I will go, you know, at the end of my day to have a beer. And, you know, so it is, of course, we start to collaborate with them. Of course, with stout casks as well as different yeasts. But, you know, they're not sending their beer very far. You know, they're still quite small. So, but I think we could arrange to have some beer sent, or you know, Small to batch. bring over. Yes, very small batch. But you know, Sebastian, I'll let you before I dive into more. If you'd like. Awesome. Ja, genau. Das Bier, beziehungsweise das Stout, aus dem wir mit dem vorher der Whisky gefinisht war, kommt aus einer relativ kleinen Brauerei, in denen er meist gerne mal nach einem langen Arbeitstag ein Bierchen trinken geht. Und leider versenden die nicht weltweit, aber ich glaube, wir kriegen ihn überredet, dass er mal eine Steige nach Deutschland schickt. Ja. Das wäre natürlich geil. Haben wir Erfahrung Ja. und wir haben auch eine Möglichkeit. Ja. Wir haben da auch eine Möglichkeit. Wir reden im Anschluss. Wir reden im Anschluss nochmal. Im Zweifelsfall fliege ich einfach kurz rüber. Ja, ist auch eine gute Ja, Idee. ja. Auch eine gute Idee. Ja. So, Miles, we aber can teuer, talk das about. We can talk about it after the taste. We have an idea. Love it. Yes, I love ideas, Okay. especially when we've been having a little whiskey. Then the ideas are even. Yeah. So let's talk about the single barrel. How much bottles are available from the single barrel? Not too much. Yes. Not too much. Maybe. 561. Nee, this is bottle. A bottle 561. Yeah, okay. Sorry. Yeah. So, and this has been a release we've had out in the States for a little while before it made its way to you. So I don't think there's too much left, Okay. really, at this point. Maybe not too much. Auch hier von der Nase her, ich finde der Brennereicharakter zieht sich hier richtig schön durch. Also das muss How man wirklich long sagen. was the finish? Or was it fully aged? Yeah, so no finish, just fully aged in charred new oak. But of course, look, I'll say, to me, whiskey is 5 elements. Yes, 5 is grain, yeast, water, oak, and time. To me, these are the 5 elements of whiskey that come together to make a spirit. For us, we've changed one of those elements completely. You know, we're going from our pale ale yeast to this kind of wild Ardennes forest farmhouse ale strain that, you know, if you're familiar, of course, with Belgian beers, right? They've got a different character to them. And so we were looking for some of that character in the whiskey. We did let the fermentation get a little hotter than usual because the farmhouse yeast really likes a bit of a hotter environment. It likes to get a little hotter as it ferments. So we allowed that to happen to get more of the clove and banana and baking. Like I get like a cherry strudel in this also. We really wanted more of that to come out. Okay. Wow. Also für ihn gibt es 5 Elemente, die einen Whisky im Endeffekt ausmachen. Das Getreide, das Wasser, die Hefe, das Holz und die Zeit. Und in dem Fall haben wir die Hefe, die Hefe ausgetauscht komplett. Und die Hefe in dem Fall mag es ein bisschen wärmer zum Fermentieren. Deshalb haben sie da bei der Fermentierung mal die Temperatur ein bisschen höher gehen lassen, als es sonst tun. Ja.
Ich find's extrem spannend, dass man mal einen Single Barrel bekommt, halt mit einem, dass nicht das Fass im Vordergrund steht, Die Hefe. sondern die Hefe. Ja. Ja. Und das ist halt geil, dass du mal sagst, pass auf, ja, das Fass ist das gleiche. Ja. Wir switchen einfach nur die Hefe. Ja. Davon bekommt ihr jetzt einen Single Barrel. Ja. Guckt mal. Ich bin gespannt. Und wenn ich jetzt mal vorab schon an der 5 rieche, die ja wahrscheinlich wieder einen anderen Destillationsstil hat, ich weiß, dass die 5 ein ähnliches Fass hat, komplett andere Nase. Ich bin gespannt. Im Endeffekt ist der ja quasi vergleichbar mit dem ersten, nur halt als Single Barrel. Ja. Und Vollreifung. Cheers. 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 Prost. So, different character, yes? Oh je. Liefert aber voll ab, ey. Was ist denn heute los, ey? Ja, dann Das gibt's doch gar nicht. im Nachgeschmack. Oh. Im Nachgeschmack, was ist denn das? So ein bisschen grüner Apfel, so ein bisschen. Ich weiß, Vielleicht so ein bisschen Steinfrucht, so. Was ist das? Also, jetzt muss ich sagen, ein geiler Abgang. Seitdem er gesagt hat, er hat einen Kirschstrudel im Glas, lang. habe ich leider auch einen Kirschstrudel im Glas. Boah. Ja. Und das Ganze mit Vanillesoße. Ich will gar nicht so viel. Ich möchte ja gar Das nicht. wird, irgendwann werden wir unglücklich. Ja, weißt du? das ist aber geil. Ist ja gut, dass Sebastian dabei ist, heute, der jetzt nicht bestochen wurde, außer mit einem Set. Ja. Ich habe schon gehofft, dass ich nicht so viel erzählen muss, was ich mir aus den Fingern saugen muss, aber Ja. das ist Wahnsinn. Ja. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Auch wenn es jetzt wieder heißt dann wieder, ja, Werbeveranstaltung. Nee. Ihr wisst, wenn es nicht schmeckt, dann merkt man das auch. Das Ja, ist man sucht ja vorher auch nicht gute Flaschen aus. schmeckt. Ne? Das ist, Aber hier, alter Schwede, ich finde die bis jetzt, wenn du überlegst, ist nur die Hefe. Die andere ist. Ich finde das geil. Wie krank ist das denn? Ich find das geil. Erzähl so mal. Weißt du noch, wir waren in einer Destillerie, die gesagt haben, sie haben schon mit 7 Hefen experimentiert. Und dann sagst du dir, Mensch, klopp doch jetzt mal den Whisky raus. Ist doch jetzt scheißegal, welche Hefe du nimmst. Nein, das ist überhaupt nicht scheißegal. Ja? Also, schon very good. I think, it speaks to the power of fermentation, yes? Yeah. I think, we find that there's somewhere around 600 different flavor compounds that you can get from yeast during fermentation. And because we are ex-brewers, as we make whiskey, we concentrate a lot more on the flavors you can get from fermentation. We're very careful with the fermentation to get so much more character from it because we feel like there's many delicious things from there. Ja. Leute, nochmal die Bitte an euch, weil Sebastian geht gleich los, merkst du? Bitte, jetzt ist wieder ein Tasting, das haben wir bei Finch schon mal gemacht. Macht eine Bewertung bitte in den Shop rein, weil es war jetzt nicht der Kassenschlager schlechthin, dieses Set, aber ich glaube, wenn die Leute sich mal trauen, die verpassen hier wirklich was. Die verpassen was. Hast du nicht im Show? Haut mal eine Bewertung rein, die kriegt ja sogar noch Geld dafür. In Korken. Ja. Macht eine Bewertung. Ich im habe meine Shop, Jungs bitte. schon angetriggert. Ja, haut mal eine Bewertung rein in das Produkt einfach und macht das mal, dass wir das posten können. Guck mal, wir haben jetzt hier 12 positive Bewertungen. Probiert das mal. Also wenn sie für euch positiv sind. Wenn sie Aber positiv sind. Ich gehe mal stark Jetzt habe davon ich aus. Milchschokolade hinten raus. Das ist der Hammer. Es ist der Hammer. Ich bin wirklich gerade ein bisschen geflasht. So, Sebastian, erzähl Eine mal. positive Bewertung wird nachher auf jeden Fall von mir kommen. Ja. Ja, also er hat gesagt, die Fermentation und die Hefen können für bis zu 600 verschiedene Aromenprofile verantwortlich sein. Und auch da wieder als ehemalige Brauer oder da aus dem Brauereibusiness kommende, legen sie da also halt sehr viel Wert drauf und haben da logischerweise auch einfach wirklich sehr viel Erfahrung damit, was Fermentierung und das Ganze eben machen, auch die Hefen. Und ja, durch das Spiel und durch das Nutzen der anderen Hefe. Und ich glaube aber auch, dass es wirklich die lange Zeit ist, die sie fermentieren lassen, kommen eben diese sehr, sehr unterschiedlichen Whiskys dabei raus. Ja. Und auch da muss ich aber persönlich halt auch sagen, man riecht definitiv und schmeckt auch, dass es
dieselbe Destille ist und dass der Destilleriecharakter überall vorhanden ist. Das stimmt. Das stimmt. Also die Leute schreiben auch echt gute Notes. Ja, also Notes wird wirklich gut. Aber mich würde mal nebenbei, die Leute probieren ja auch, ne? Also sie kosten ja auch zu Hause und so. Miles, you make single malts, okay? But you're American. What's your favorite bourbon whiskey? Favorite bourbon? Your favorite bourbon. Wow, whiskey. yeah. Well, I'm not a huge fan of bourbon, actually. Okay. I think I prefer single malt. That's why I think also I make it, because I like to drink it as well. But if I had to pick out a bourbon I do like, wow, that's tough. I think for me, it's we all taste differently. We have different things we prefer. But wow, bourbon. Maybe Just say Maybe Woodford. four. I would say maybe like a Four Roses. Oh, okay. Okay. Yeah. Okay, it's interesting. Yeah, it's very good bourbons. Yeah. For roses. Every time we have a bottle here. And I like that they do concentrate on their yeast and their fermentation. They have 4 different proprietary strains that they use, and then to make separate spirits and then blend together to make their bourbon releases. So I think that makes it very interesting. Yeah. Okay, thank you. Okay. Ich muss sagen, zurück zu Whisky. Also es war jetzt einfach eine private Frage. Ja. Es war einfach eine private Frage, die mich interessiert. It's a private question. Yes, what's your favorite bourbon? Weil ich sag mal, Do you have favorite bourbons? Yeah. My Yeah? favorite bourbons comes from the Buffalo Trace distillery. Yes. That's great stuff. yes, Yellowstone, it's very Yeah, good. Limestone, okay. Limestone branch. Limestone Ranch, Great. it's great. Yes. And other. And other. All of them. So. Okay, belgische Hefe abgehakt, als gut befunden, Ja, muss ich einfach so sagen. Und wir sind auch echt, jetzt rast die Zeit so ein bisschen. Ich würde sagen, wir kommen zu Whisky Nummer 5. Whisky Number 5 Whisky Number 5. and we are looking. Let's have a look. Single barrel Exclusive. 597. Yeah, exclusive for Kirsch import. Yeah, exclusively Kirsch Import. And at this point, thank you very much, Kirsch Import, for making this tasting Possible. possible. and miles. And miles, of course, and miles. So let's miles. Yes, show. Yes, great color, Great color, yeah. great color. So miles. What's interesting about this bottle? Okay. I'm gonna pour myself some. Yeah. I thought you would drink out of the bottle. Maybe after lunch. So this is a single barrel exclusive that was picked out between Kirsch and I. Sebastian, I'll make this as short as possible, but for single barrels, what we do is as we're blending for our flagship or original, usually only about 40 barrels go into a bottling. But as we're tasting each and every one, occasionally one barrel will stand out on its own. It's just for one reason or another very, very exceptional.
there's no standard or criteria, just a barrel that on its own is incredibly delicious. And so we set that aside as a single barrel. That's how they're picked, just us tasting through whiskey, finding one that is outstanding on its own. Okay. Okay, ist Ja, wenn die Jungs bei Westward ihren Original, ihr Flagship blenden, kommen normalerweise maximal 40 Barrels in diese Abfüllung mit rein. Und wenn sie sagen, während dem Durchprobieren der ganzen Fässer, dieses Fass ist einfach Wahnsinn, es ist outstanding und dafür haben sie keine Regeln, dafür gibt es keine Vorgaben, sondern es muss einfach nur, ich sag nur, richtig, richtig gut und richtig lecker sein und für sich selbst stehen können und dann werden die Dinge auf die Seite gepackt und werden dann eben zu Single Barrels und werden als Single Barrel abgefüllt. Und wenn ich es gehört habe, Christoph und er haben das Fass ausgesucht. Ja, und also Kirsch und er Christoph, haben das Fass ausgesucht. Ich hätte auch gern diesen Job. Und Ich hätte aber auch direkt noch eine Frage. So- 46,7%. So my question would be 46.7% alcohol. Is it cask strength or is it drinking strength? It is a drinking strength. So, you know, this barrel isn't any kind of finish. No other, you know, different grain or yeast. This is just, you know, Westward original, but one single barrel. That's amazing on its own. But we tasted it at a few different strengths, and this one is very specific. That's 46.7%. That's where we thought it drank best, and otherwise just a incredibly exceptional barrel. There's so much mocha character I get in this one, and the dark fruit. Er riecht wesentlich kräftiger und holziger. also nochmal so kurz übersetzt, Sebastian, korrigier mich, aber es ist eigentlich die Standardabfüllung, aber bei dem Zusammenmischen haben sie festgestellt, dass das Fass einfach nochmal sehr besonders war und mit 46,7 war es halt die beste Trinkstärke für dieses Single Barrel. Genau. Okay. Also quasi eins Ja. der Fässer, was hätte in den Original kommen sollen. Und dann eben. Ich finde, er riecht viel. Wir können ja mal am ersten riechen. Riecht viel. Ich habe ja nichts mehr drin. Ja, so ein bisschen. Ich finde, Das er riecht Glas viel, riecht ja trotzdem noch. viel holziger, viel. Da hast eine krasse Smokiness. Also hast du ein bisschen Röstaromen. Da ist viel stärker so Röstaromen drin vom Fass. Right, we are looking for the first whiskey and there. First is empty. Yeah, and what Ich they finde said is like this one is like more on the darker side. It is more Yeah. like not smoky, but on Roasted. you feel the char, The char, and yes. the dark fruits and stuff like that. So, and for me too, it's a lot less of the exotic fruits. Ich habe viel weniger exotische Früchte. Ja. Ja. Tiefe Schokolade, Mokka. Ja. Ich bin jetzt auf den Geschmack gespannt. Ich auch. Wenn der jetzt genauso gut wird, sage ich einfach nichts mehr. Prost. Cheers. Prost. Cheers. Prost. Cheers. Prost. So, you know, when we blend barrels together, barrels are blended together for consistency, but also for depth of flavor and complexity. So usually one barrel on its own is you know, it can be delicious, but it isn't always super interesting, where these single barrels are on their own just very, very fascinating. Yeah. Hast du den Pfirsich? I'm looking. Ich sag's mal kurz auf Deutsch. Wir schreiben ja immer mit. Also wir machen ja für uns immer so ein paar Noten für das Spiel später und so weiter. Und ich blätter gerade so die letzten Tastings durch, ja, was wir für Noten so vergeben haben und so weiter und so fort. Da war auch Namhaftes dabei zum Teil, weil das ist ja nur unsere persönliche Meinung, die spielt jetzt nicht so die Rolle in dem Stream sozusagen. Aber ich muss jetzt schon sagen, es sind bisher die besten Noten von uns vergeben worden für
wie gesagt, die werden nicht veröffentlicht, aber es ist mit jetzt schon das Tasting, wo wir die besten Noten bisher vergeben haben. Nur, dass ihr mal wisst, dass wir jetzt hier keinen Mist erzählen. Hast du dem Pfirsich Ich kann es mal- aber nicht aufklappen, weil dann sehen die Leute die Namen und die Noten. Das will ich aber auch nicht. Weißt du? Das ist ja unsere persönliche Meinung. Also, Der Pfirsich. Ihr habt es ja kundgetan bisher. Einen so heftigen Pfirsich im Abgang. Es erinnert mich an einen ganz alten Cognac vom Abgang her. ja. Und Very old Ja. Cognac. is from at the end tastes like a very very old cognac. So this Yes. peach it's great. It's really great. I didn't want to influence your palate at all by saying Ah. that, but I absolutely get some cognac Ja. notes in it for sure. Yes. Yeah. Das ist schon. Ich weiß nicht, was heute los ist hier, aber Ich würde sagen einfach, dass Westward aktuell gut tut. ja. Es tut gut. Ja. Und wir reden immer noch von um die 46%. Und das ist einfach nur frische Eiche. Ja. Es tut einfach gut, solche Whiskys gerade zu trinken. Und ja, man sieht es ein bisschen am Preis jetzt auch. Man sagt sich, dass, kostet eine Flasche über 70 Euro. Ja, aber wenn du ihn trinkst, dann sagst du, oh ja, also das ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Es tut echt gut, mal wieder so einen frischen Whisky zu trinken, der wirklich so Noten hat, die... Und wir reden hier ja fast noch über jungen Whisky. Ja. Ja. Kostet eigentlich Ich kann mich- 90 Euro, sehe ich gerade. Er kostet eigentlich 90 Euro und jetzt 72. Ich mach's nochmal auf wegen der Flasche. Da könnt ihr euch das nochmal im Ganzen anschauen. Dann kann man hier nämlich so schön scrollen. Und hier unten das Etikett. Ich weiß nicht, sieht man das Etikett gerade? Ja. Das ist halt, das sieht halt aus wie massives, Das ist wie eine Kupferplatte. wie Kupfer oder Bronze. Ich hatte Also jetzt das ist tatsächlich auf der Messe in Nürnberg hatte ich einen Whisky, der eine ähnliche, ich sag mal, Kupferplakette unten hatte, und das war ein Loch Lomond 45. Ui. Also es ist schon eine sehr geile Aufmachung für einen, ich sag mal so, jungen Whisky. Ja. Miles, very, very, We love it. Really, really, we love it. Really. So, Olli talk, yeah. Sorry, it just seems he knows how to do his job. Ich glaube, er ist einfach sehr gut in seinem Job. Ja, ich glaube so. Yeah, we're very passionate about whiskey at Westward. Very much. Ja. Was würdest du sagen? Yeah. Alles gut. Ich Ja, weiß nicht, it's, es verschlägt einem die Sprache. Gerade so ein bisschen, ja. Leute, schreibt mal in die Kommentare, liegt das nur an uns oder seid ihr da heute auch so, dass ihr sagt, los. Alle so geflasht, alle vom Stuhl gefallen. Ja. Ich muss gerade mal gucken, was hier los ist. Wobei ich sagen muss, er ist lecker, aber mir gefällt das Bierfinish weiter besser. Aber es zeigt so ein bisschen auch, dass was so möglich ist, also was die auch für Fässer im Lager haben. Ne? Also das ist schon richtig gut. Also wow. Irgendwie verlieren wir gerade extrem. Ja, Sebastian, du sagst, das Stout war für dich ein Ticken anders. Ja. Ja. Ich fand, also es ist auch tatsächlich bisher das Glas, das leer ist. Die anderen haben immer Ja. noch so einen Rest drin. Ja. Okay. So, ich glaube, YouTube hat gerade ein Ja, paar ich Probleme. glaube, YouTube hängt gerade. Irgendwas stimmt nicht. Seid ihr noch da? We have a little problems with YouTube. Technical problems. Yes. You have to look what is Jo happening fragt here. gerade, ob wir noch da sind. Ja, Ja. ja. Übertragung hängt, ja. Ist Fußball? Nein, Fußball war schon. If you play the music, I'll dance the bottle around for the next one. Yeah. That's not. That is. Ist okay. Aber können wir weitermachen? Es wird Nee, die sehen das nicht. Ja, aber wird er aufgezeichnet, oder? Ja, aber Ah, das ist schon wichtig jetzt. ja. We are waiting 1 minute.
little problems here. Nobody can see us. Okay. Oh no, really? Yeah. Wow. That's shit. Why? Ja. Könnt ihr Kommentare können gelesen werden? They can read our comments, but they can't see us. But why? But where's the problem? Where's the problem? But why? What? Why? The eternal question. But why? Facebook läuft, schreiben sie. Okay, und Facebook ist Immerhin. online? Facebook is online, but YouTube is offline. But Okay. I don't know why. One moment. One moment? To check it. I think the problem is by YouTube. Ja. We are full... Genau. Also, ansonsten zu Facebook wechseln. Ich rieche schon mal heimlich am Nummer 6. Mach ruhig. Ja, ich rieche nur mal heimlich Ja, dran. rieche mal. That's a problem with live tastings. But it's very rare that this kind of problems Yeah. it's not that often. But without technical problems, it don't make so much fun. Oh, we are online again. What? I think we are online again. Yes? Yeah. Okay. Okay, we are So- looking. Seht ihr uns wieder? Hört ihr uns wieder? Ich war gerade nebenbei auf YouTube. Geht wieder. Ja. Geht wieder. Okay. Okay, kommt mal alle wieder rein. Wir warten noch mal ganz kurz. Wir warten jetzt noch eine halbe Stunde und dann geht es direkt weiter mit Nummer 6. Wenn wir eine halbe Stunde warten, springe ich schnell in die Sauna. Ja. Achso, ich dachte, du sitzt schon drin. So. Okay, es geht wieder. Es sind auch, glaube ich, fast alle wieder da. It works. Keine Ahnung, was das jetzt war, hat man auch noch nicht. Einfach so abgebrochen. Okay. Okay. Yeah. So, a comment from Jörg. Your whiskies are so great. The hammer. The hammer. And yeah, he loves it very much. Ja, He's surprised about the good quality of your whiskies. I'm too. Yeah, me too. I'm too. Thank you. And, I think also maybe, you know, the impression of what American whiskey is out to a lot of the world, you know, is, you know, some larger brands that are just of a different nature. So, you know, we've got some minds to change. Ja. Okay. Und bevor es vielleicht wieder schlimmer wird, Ja. kommen wir zu Whisky Nummer Ich sehe 6. gerade die kurze Zwangspause nutzen der ein oder andere, um ein paar Flaschen zu bestellen. The bottles, ja. Okay. Let's go to the last one. Number 6. Yeah. Yes. Und das wird auch derjenige sein, den ihr heute nicht bestellen könnt, aber dazu gleich mehr. So, Number 6. So, ich hoffe, ihr seid alle wieder da. Wir gehen jetzt zur Nummer 6. Vorab, bevor Miles gleich erzählt, diesen Whisky gibt es offiziell noch nicht in Deutschland. Er ist schon in Deutschland, er wird aber noch nicht verkauft. Das dauert noch 3, 4, 5 Wochen, bevor das Ding online kommt. Also wenn der euch jetzt schmeckt, merkt es euch. Macht euch am besten einen Google-Termin irgendwie. Ja. So in 3, 4 Wochen. Wenn ihr dann kommt in Deutschland, dann könnt ihr ihn bestellen. Preis, keine Ahnung. Also ich denke mal, der wird um die 90 bis 100 Euro liegen, ist meine Schätzung, aber wirklich ohne Gewähr. Ich wollte schon mal was machen. Okay, Google, remember me in 3 weeks whiskey buying. Buy this whiskey. Because Miles, this whiskey is not buyable yet in Germany because it has 3 or 4 weeks
there are some problems, and I think you know it. And so let's exclusive for this tasting. We can Very cool. try it before. Yes. Okay. So let's talk about it. Let's talk about it. Yes, this is our. Well, you saw the video, but yes, the cask strength here. Yeah. This is a full strength version of the first that we tried. Right, it is a cask strength, meaning right out of the barrel, no dilution at all. We barrel in at 62%. And over about 6 years, we see the alcohol percentage rise just slightly during maturation. So this is 62.5% ABV. No dilution, straight from the barrel. A full strength version of this. Yes. Okay, I understand. Das ist die Fassstärke vom And I have a question from Katja. How high is the ABV when you go into the cask? Yeah, 62%. 62. Okay. Yes, and so over time we see the percentage go up slightly to 62.5. Yeah. Okay. Schnelle Übersetzung für schnelle Informationen. Die Jungs gehen mit 62% ins Fass und nach den 6 Jahren ist das Ganze ganz, ganz leicht gestiegen auf 62,5. Ja, und es ist die Standardabfüllung in Fassstärke. Habe ich Standardabfüllung in Fassstärke? Richtig. Hier nochmal die Info von Thorsten, Dankeschön. Eben das Problem lag nicht an uns, lag tatsächlich an Google. The problem from Google. It was a problem from Google himself. Mr. Google. Yeah. Mr. You Google. should find them. Ihr solltet denen eine Strafe auferlegen. Okay. So yes, full strength. To me, it's a very high ABV. Yes. Okay. But I think for the strength, very drinkable. I think still approachable and balanced. The alcohol is concentrated, but so is the flavor. There's a lot of character to this whiskey. Sebastian, I'll let you go. Ja, also ein sehr charakterstarker Whisky. Er findet 62,5% ist schon sehr, sehr kräftig. Ich meine, logisch, alles über 60%, sagen wir mal, spätestens dann sollte man das doch als kräftig einstufen dürfen. Ja. Aber trotz des hohen Alkoholgehalts findet er ihn sehr, sehr zugänglich. Die Aromen sind logischerweise recht konzentriert. Ja, in der Nase finde ich ihn schon mal super schön. Ja. Habe ich wieder eine Pfirsichnote? Aber nicht so frisch, fruchtig, minzig wie beim ersten. Weniger, ja, aber sie kommt durch. Ja. A little bit of peach. A little bit of peach. Bit of peach, absolutely. Yeah, I think just a more concentrated version. Some of the spice and the honey. We say, graham cracker. A bit of nuttiness, toasted almond. And then, yes, of course, the fruit that you always get in Westward is very pronounced here. And yeah, nice fiery malt finish. Also, schöne Nussigkeit, geröstete Mandeln. Ja. Ich würde sagen, cheers of the last dram tonight. Or Cheers. Cheers. Aber gut gemacht. Very spicy, very strong. Also, concentrate. It's Concentrated, yes. Concentrated, but very good. yeah. I hate some cast strength, yes, but this is very good. Your mouth is not exploring. Your mouth is, Yummy. yummy. The German Yes, word is yes, yummy. exactly.
You see more high strength, cask strength whiskeys now coming out to the markets. For us, we wanted it to still be, as I said, balanced and approachable. For me, sometimes drinking a cask strength whiskey, it burns, right, as you swallow. I didn't want that with Westward. I wanted everything to kind of stay here on the palate and go down smooth. Okay, wow. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut gelungen. Ja, sehr gut gemacht. Also er hat gesagt, er möchte, dass es nicht beim Schlucken, also beim Runterschlucken brennt im Hals, sondern dass das Prickeln sich im Mund abspielt. Ja. Und ich finde wirklich, das ist tatsächlich sehr gut gelungen. Ich habe zwar, ich meine logisch bei der Alkoholstärke ein Prickeln auf der Zunge, in den Backen, aber sonst, also wäre ich niemals auf über 60% gekommen. Ja. Okay, die Leute können nebenbei, wenn wir schon mal erzählen, abstimmen bei unserer Umfrage des einsamen Inselspielchens. Sebastian, vielleicht kannst du es ja mal jetzt auch ganz kurz erklären. Wir machen ja... Er muss auch mitspielen. Müssen alle mitspielen. Am Ende vom Tasting gibt es immer ein kleines Spiel, eine Umfrage. Welchen Whisky es geht morgen auf eine einsame Insel. Für immer. Und du darfst aus diesem Tasting nur eine Flasche Whisky mitnehmen. Welche wäre das? Heute Abend oder bei ihm Mittag. Jetzt wann diese 6 Dingern. So in English, there is a short game, a little poll at the end of every tasting. Tomorrow you have to travel on a remote island. You can just take one bottle of whiskey with you from this tasting. So which one would be the bottle that you would take with you? And need to put that into the poll. You. Wow. Or you can answer it here. You're asking Everybody. me to pick my favorite child. Wow. Yeah. But tonight, okay? Or No, of course. Honestly, I'm still blown away at how incredibly good the Kirsch bottle is on its own. That would be the one I would take from the tasting tonight. I think it's just incredible as a single barrel. Really surprising and I think unique for Westward. Yeah, that's my takeaway. Okay, cool. Sebastian, du? Ich bleibe beim Stout Finish. Obwohl ich weiterhin kein Bierfass-Fan bin. Aber das Ding ist für mich grandios. Steffen? Stout. Auch Stout? Ja, es steht fest. Also Right. Stout for me is mind-blowing. Really. Very good. Okay. Very good. Pinot Noir. Pinot Noir? Pinot Noir. All right. I'm not a big fan from wine casks, but this is very, really good. And when I'm on a lost island, I want Gummibärchen. Bevor eine Sache noch, weil ich es gerade im Chat gesehen habe. Wie kommt man jetzt an die Nummer 6, wenn er nach Deutschland kommt? Bei allen Händlern, bei euch? Wie kommt man drauf? Ja, bei uns dann halt Samples. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nochmal ein Sample. Wir werden dann keine Großflasche anbieten davon. Wahrscheinlich nicht. Nein, nur bei Tastings. Aber ihr werdet das bei jedem Händler eures Vertrauens kann euch das besorgen. Definitiv. Ja, denke ich auch. Also wartet drauf, bis das hier so ein bisschen durch Social Media geht oder ihr das bei Whisky Experts seht oder bei uns in der Teilung seht. Dann ist auf jeden Fall Bei uns offiziell. eigentlich sind wir eine gute Informationsquelle für alle Neuheiten. Ja. Die kommen immer dann am Wochenende. Ja. Frühestens, spätestens. Also spätestens 5 Tage nach Wenn das bei uns in der Erscheinen. Teilung ist, bekommt ihr auf jeden Fall die Großflasche irgendwo. Ja. Genau. Yeah. So, bitte alle mitspielen. Ihr wisst, das ist verpflichtend. Ja. Wer hier nicht mitmacht, darf nie wieder bei dem Tasting teilnehmen. Ja. Google hat eben auch nicht mitgemacht, sie sind direkt rausgeflogen. Ja. Also alle abstimmen, alle. Ja. Das ist kein Problem. Nimm's Handy, bum, 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 fertig. Ja. Einen Ja. Haken setzen. Ja. Ich würde sagen, man muss auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, über diese Beer and Whisky Geschichte. Man sollte über die Wein-Whisky-Geschichte reden. Miles, we have many ideas from wine and beer and whiskey, and we are talking after the stream. And Yes. I must say it was one of the best tasting this year. Yeah. Oh yeah. Yes, Of course. it's
no whiskey is boring. All it's good. All great. Wow. Amazing. Well, thank you. I'm glad you enjoyed it, and it's good to be here. It's nice to drink some whiskey with you, and of course, your English is much better than my German, so thank you for that as well. Really. Sebastian, was sagst du? Erstmal unter uns. Die Fassstärke haben wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen, aber das ist auch ein Hammerteil. Jetzt wo so ein Es bisschen ist eine Granate. Eine Granate. Ja. Wie gesagt, der wird wahrscheinlich ohne Gewehr natürlich teurer sein als jetzt so ein Single. Also ich denke mal, der wird um die 100 € liegen. Ja, mindestens, ja. Das wird so denke mindestens die UVP sein. Aber auch wert, finde ich. Das ist schon was Besonderes. Es ist High Quality vom Preis. Ja. Es ist High Quality von der Produktion. Ja. Und es passt dadurch auch das PLV. Ich finde wirklich, es ist vom PLV her angemessen. Was aktuell 70, 80 € kostet, und musst du mal ins Glas schenken nebeneinander und verkosten. Und mit der Aktion von heute ist ja, Naja. da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, das ist gut. Sebastian, erzähl mal, Kistenweise. hast du vorher schon mal Westward getrunken? Von dem Tasting? Nein, noch gar nicht. Und was sagst du jetzt dazu? Also Ehrlich? ich bin mehr als positiv überrascht. Die Abfüllungen haben mich alle abgeholt. Ich finde es sehr, sehr schön, wie bei Westward gearbeitet wird, mit dem lokalen Gedanken, mit der Spielerei mit Hefen, mit verschiedenen Brauereien, mit verschiedenen Weingütern. Findet man heutzutage an sich ja schon relativ oft bei vielen großen namhaften Destillerien, dass sie das auch machen oder anfangen zu tun. Hier ist es von Anfang an so gemacht worden. Ja, also ich bin baff, dass tatsächlich richtig guter Single Malt aus den Staaten kommt. Ja, extrem. Also, boah. Ja. Lukas, Miles, I can answer this question. Lukas, no. Also, ich habe vorhin mit einem Verantwortlichen telefoniert in Deutschland und er meinte, ich soll eigentlich gar nicht sagen, 4 Wochen, 5 Wochen, er weiß noch nicht hundertprozentig. Ja. Also ein bisschen Geduld noch haben, Ja. aber es lohnt sich. Es ist gut. Und ich freue mich da jetzt wirklich drauf. Und ich glaube, sobald neuer Westward kommt, ist der sofort im Warenkorb. Ja, auf jeden Fall. Every new Westward. Falsche Insel. Falsche Insel. Every new Westward. Is in our basket. Yeah. It's great. Definitely. I would have one question. Is there do the guys in the US drink cask strength, or is it just really a typical European or German thing? Oh, no, we problem. drink quite a bit of cask strength as well. Okay. Okay. Oh, okay. Yeah, quite a bit. And it's one that, for us, our cask strength has been, if you'll allow me to brag for a second, it's the one that's winning awards and getting on the lists, and it's really the one that's getting the most attention right now, which is why we wanted to send it out to Europe as well, to kind of be part of the lineup, just because people are really enjoying it. But yeah, no, we drink a lot of high strength whiskeys as well. Absolutely. Yeah. Perfect. Okay. Also auch in den Staaten gibt's viele Fans von Fassstärke, und aktuell ist der fassstarke Whisky von Westward der am meisten Awards abräumt, am meisten ausgezeichnet wird, und deshalb schauen sie, dass das Zeug jetzt auch eben zu uns nach Deutschland und nach Europa kommt. Ja, ich will da jetzt nicht so tief reingehen in das Thema, aber was viele Bourbons, die jetzt nicht bei uns mit J anfangen, ja, viele Bourbons aus den USA haben Fassstärke, die werden so ausgeliefert, weil die Industrie wusste, die machen da Eiswürfel rein.
Ja, und die verdünnen das automatisch. Wenn du in Texas irgendwo auf einer Veranda sitzt und hast deine 78 Grad, dann machst du Eis rein und verdünnst das runter. Und so war lange der Prozess bei so einheimischen Bourbons, dass sie extrem stark abgefüllt worden sind. Ja, und dann wurden die halt einfach nochmal ein bisschen verdünnt durch das Eis und waren so genießbar. Ja, wenn du dir mit 40% Eiswürfel reinklopfst, dann hast du einen Likör. Ja, also ich denke schon, dass in den USA viel Fassstärke getrunken wird, aus alten Zeiten raus schon. Ja. Haben wir schon was mit der Auflösung? Yes, let's have a look to the results of the poll. Yeah, it's really... It's so close. It's Okay. really, really close. We are looking. Okay, so let's have a good now. There it is. Oh. Oh. Wow. Really close. Very close. Wow. So the Kirsch single barrel has Single Barrel. won today. Yeah. Second place is the Pinot Noir. Yeah. Third place, stout finish, then the cask range, then Belgian Ardennes, and even the original. Yeah. Get some votes. It's Every great. people have a favorite. Yeah, it's just great. Awesome. Verdienter Gewinner. Ja, aber du siehst aber auch hier dran, dass Westward viele Geschmäcker trifft. Wie oft haben wir bei Whisky Nummer 1 0% stehen, wirklich 0% stehen und bei der Fassstärke 98% stehen. Ja. Und hier siehst du wirklich ein schönes, breites Portfolio, was die Leute cool finden. Ja. Vielleicht kannst du ihm das nochmal sagen, Sebastian, dass das echt gut gemischt ist. Yeah, the guys say it's quite nice and equalized result, because a lot of times they have like 0% for those standard and beginner stuff, and in this case everybody has a Starling, and it's great to see that all of the whiskies are so tasty that every whiskey gets some votes. Yeah. Absolutely. That, to me, that means we're doing our job right. You know? We want them all to be, interesting in their own way, right? Never change yes. a running system. Great stuff. I love it, really. Yes, Really amazing. Well, thank you again for having Westwards, and giving the opportunity to hang out with you and have some whiskey. It's been wonderful. Very good. Okay. Okay, gut. Miles, we have the last word from the tasting. We'll say thank you to you, thank you to Kirsch, thank you to Sebastian, Yeah. and you have the last word. To me, yes. Yeah. Well, okay. Westward is made in Oregon, but it's enjoyed everywhere. We are brewers making whiskey, and we think we have something very unique to offer the world of whiskey, and there's many whiskeys out there. So I don't think we could do this without whiskey drinkers who were also looking for something different and something new. So I'll say thank you to all of you for being interested in something new and different, and for being an explorer with us. So, Prost. Prost. Okay. Thank you. Und ja, auch an alle Zuschauer nochmal. Sebastian, möchtest du noch was sagen? Willst du unbedingt grüßen? Nee, ich grüße aber gleich meine Frau, wenn ich in die Sauna gehe. Aber sonst, was auch viele jetzt gerade noch im Chat schreiben, es ist auch auf meinem Radar neu, und ich bin wirklich dankbar, dass ihr mich hier mit in das Tasting mit reingenommen habt. Ich bin mehr als begeistert. Es war ein sehr, sehr schöner Abend mit euch. Ja, das freut uns. Hat uns auch gefreut, dass du spontan eingesprungen bist. Danke an alle, die das Set geordert haben, heute mit dabei waren. Ist schon sehr experimentell, aber es lohnt sich immer wieder ein bisschen über den schottischen Tellerrand hinauszuschauen. Und dann bekommt man halt solche Perlen. Ja. Und ich würde sagen, See you. Haut rein. Guck bei den Großflaschen nochmal und dann vielen lieben Dank. Genau, denkt dran, 20% nur bis morgen früh, bis einer von uns wieder gucken kann und das weg. Alles klar, haut rein. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao!